Hallo Holzfreunde, ich habe mir vor einiger Zeit die Scheppach TBT 19 Vario Tischbohrmaschine gekauft, habe einige Erfahrungen gemacht und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Die TBT 19 Vario habe ich damals zu einem sensationellen Preis von 179 € gekauft. Vario deshalb, weil man sie mittels eines Hebels variabel in der Drehzahl anpassen kann. Die kleinste Drehzahl, die man einstellen kann, sind 440 Umdrehungen und man kann sie stufenlos dann bis zu 2580 Umdrehungen hochstellen. Die Drehzahländerung wird erreicht über diese beiden konischen Riemenscheiben. Mit 29 Kilo ist die Maschine doch verhältnismäßig schwer. Sie hat einen wuchtigen 550 Watt Motor, aber nur einen verhältnismäßig kleinen Fuß. Deshalb unbedingt befestigen, sonst Kippgefahr. Nachdem ich die Maschine aufgebaut habe, was recht einfach war, habe ich die Winkligkeit zum Tisch eingestellt. Dafür benutze ich eine geschliffene Welle von einem alten 3D-Drucker. Überprüft habe ich das dann mit diesem Haarwinkel. Das passte auf Anhieb sehr gut. In der anderen Richtung muss man sich den Tisch einstellen, dadurch, dass dieser Tisch kippbar ist. Den Rundlauf der Bohrspindel habe ich dann mit dieser Uhr überprüft. Da war ich dann doch ziemlich enttäuscht. Meine Bohrspindel hatte eine Unrundheit von 5/10, das ist fast ein halber Millimeter. Deshalb habe ich mich entschlossen, mein Bohrfutter zu wechseln. Das Futter sitzt auf einem Konus. Demontieren kann man erst, wenn man in den Schlitz zwischen Futter und Bohrspindel einen Keil treibt. Hier ein großer Schraubenzieher. Das neue Futter ist zwar etwas länger, aber von der Haptik wesentlich besser. Es wird jetzt mit ein wenig Schwung auf den Konus gedrückt. Aber was soll ich sagen, viel besser wurde es dadurch auch nicht. Ich hatte immer noch eine Rundlaufabweichung von 4,5 Das Lager von der Spindel hatte auch schon ein sehr starkes Spiel. Nur durch das seitliche Drücken am Futter hatte man schon ein Spiel von 5/10. Einen Positionsleser hat die Maschine auch. Soweit ich es beurteilen kann, ist dieser recht genau. Ich benutze ihn aber eigentlich selten bis gar nicht. Nachjustieren kann man den Laser, wenn man die Madenschraube löst und den Laser leicht dreht. Die Bohrleistung der Maschine ist trotz der Rundlaufungenauigkeiten recht gut. Hier bohre ich mit einem 40er Vossner Bohrer in Hartholz. Bei zu hohem Vorschubdruck merkt man, dass die Maschine etwas langsamer läuft oder der Riemen etwas durchrutscht. Ansonsten zieht die Maschine voll durch. Das Bohrergebnis vom Durchmesser ist auch super. Kleinere Durchmesser bohrt die Maschine natürlich ohne Probleme. Einen brauchbaren Tiefenanschlag hat die Maschine auch. Was ich ein wenig schade finde, ist, dass man nur eine Bohrtiefe von 60 mm erreichen kann. Das ist für viele Anwendungen viel zu wenig. Den Abstand zwischen Mitte Bohrer und Bohrsäule von 130 mm finde ich auch etwas wenig. Ob ich mir die Maschine nochmal kaufen würde? Jein. Für den kleinen Geldbeutel ist es bestimmt eine gute Alternative. Holzbearbeitung lässt sich damit wunderbar machen.
Die Maschine hat eine gute Motorleistung mit 550 Watt und ist durchzugsstark. Ob das aber dazu langt, um Metall zu bohren, kann ich nicht sagen. Was ist eure Meinung über diese Maschine und welche Maschinen habt ihr? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Like und um kein Video zu verpassen, abonniert den Kanal.